Hallo, in diesem Video zeige ich euch noch einmal eine Kombination aus verschiedenen Acryltechniken. Ich bereite ein Aquarellpapier vor, indem ich es mit einem Acrylmalgel grundiere. Ich verteile das Gel mit einem Spachtel. Anschließend muss alles komplett durchtrocknen. Im zweiten Schritt bringe ich Zitronengelb und Weiß als Untergrund auf. Das mache ich, damit später eine warme Farbe durch die verschiedenen Lasuren hindurch leuchtet. Auch hier muss ich hinterher diese Schicht komplett trocknen. Für die Alkoholtropftechnik verdünne ich Sienna gebrannt mit etwas Wasser und verteile es transparent auf der Oberfläche. Dort hinein tropfe ich etwas Alkohol. Es entstehen die entsprechenden Strukturen. Dadurch, dass ich mein Bild kippe, versuche ich jetzt Rinnspuren zu erzeugen. Die Farbe rinnt vertikal herunter. Das forciere ich, indem ich oben einfach noch etwas Wasser drauf sprühe. Und ihr seht die Linien, die dort herunterlaufen. Das Bild habe ich jetzt komplett durchtrocknen lassen. Als Hintergrund ist mir die Farbe etwas zu leuchtend. Ich möchte sie etwas abmildern, etwas dämpfen und dazu mische ich mir eine Lasur. Ich nehme Acrylbinder, eine Spur Weiß und etwas Blau, mische mir erst ein helles Blau und vermische das dann mit dem Binder, sodass es transparent wird. Diese Lasur trage ich über die gesamte Fläche auf. So habe ich einen Schleier davor. Das heißt, der Hintergrund leuchtet nicht mehr so stark. Mit einem Spachtel durchbreche ich jetzt diesen Schleier etwas. Es entstehen noch lebendigere Strukturen. Dann tupfe ich noch einmal mit einem alten Lappen etwas überschüssige Farbe ab. Das ist jetzt mein Hintergrund für das Bild. Für die nächste Technik mische ich mir etwas Kleister, Tapetenkleister mit einem Indigoblau, sodass es auch wieder transparent wird. Der Kleister verhindert, dass die Farbe schnell trocknet und ich kann sie leicht auf dem Blatt hin und her bewegen, schaben mit einem Spachtel zum Beispiel. Ich lasse erst einmal meiner Fantasie freien Lauf und probiere aus, welche Spuren mit dem Spachtel möglich sind.
Ich habe die Möglichkeit, das Ganze zu wiederholen, da die Farbe ja nicht so schnell trocknet aufgrund des Kleisters. Das ist also meine zweite Form und damit bin ich einigermaßen zufrieden. Mit einem feuchten Babytuch wische ich jetzt rundherum die Kontur der Form frei. Ich entferne überschüssige blaue Farbe mit diesem Tuch. Und das kann ich um die Form herum machen, aber auch innerhalb der Form ganz vorsichtig mit meinem Finger Helligkeiten dort wieder herauswischen. Durch die hellen Stellen innerhalb der Form wird diese plastischer. Wieder einmal muss alles ganz gut trocknen. Und dann geht es weiter. Um diese Schicht etwas zu schützen, versiegle ich sie ganz vorsichtig mit einer dünnen Schicht Binder und lasse sie nochmal trocknen. Das ist also mein Zwischenergebnis. Sowohl im Hintergrund als auch in der Form sind die Strukturen der Tropftechnik noch gut zu erkennen. Wieder habe ich mir eine weiße Lasur angemischt, beziehungsweise eine leicht getönte Lasur. Und diese trage ich zunächst einmal an den Konturen der Form auf. Das mache ich mit einem relativ kleinen Pinsel und versuche die Lasur nach außen hin etwas zu vermalen, einen weichen Übergang zu machen. Im nächsten Schritt streiche ich auch den übrigen Hintergrund mit dieser Lasur ein und nehme damit die immer noch sehr starke Leuchtkraft, das Gelb mit einer leichten blau-weiß getönten Lasur zurück. Nun entferne ich die Maskierbänder, um das Bild besser beurteilen zu können. Für mich ist es noch nicht ganz fertig. Hier also das nächste Zwischenergebnis. Die Form ist schon relativ plastisch, für mich aber noch nicht plastisch genug. Das heißt, ich möchte noch mit weiteren Helligkeiten Licht und Schatten einbringen und es etwas voluminöser gestalten. Hier füge ich also weitere Lichter ein mit einer Mischung aus Zitronengelb und Weiß, ganz dünn aufgetragen und auch verwischt.
Schaut mir einfach dabei zu. Plötzlich kommt mir die Idee, in die Mitte eine blaue Perle hineinzumalen, was schließlich dem Bild auch seinen Namen gibt. Um den Raum im Hintergrund etwas mehr zu definieren, lege ich zunächst einmal eine Art Raster an, ein unregelmäßiges Raster, das den Hintergrund in Segmente teilt, die ich dann später mit einer Lasur oder mit verschiedenen Lasuren ausfüllen möchte. Für diese blaue Lasur habe ich einfach etwas Indigo mit Acrylbinder vermischt und trage sie auf. Ich kann die einzelnen Partien auch mehrmals mit der gleichen Lasur übermalen. Dazwischen muss ich sie komplett trocknen. Durch diese mehrfache Übermalung wird das Blau natürlich dunkler. Hier habe ich auch zwei Segmente mit einer hellen gelben Lasur, hier unten auch nochmal gestaltet. Oben hier habe ich etwas Weiß in die Lasur gemischt. Dann wird das Feld heller. Ihr seht, so kann man sich langsam mit verschiedenen Lasuren an die gewünschten Töne heranarbeiten. Hier also mein fertiges Bild. Ich nenne es die blaue Perle.
Es ist ein ruhiges, meditatives Bild, weckt Assoziationen. Ich hoffe, es inspiriert euch auch ein wenig. Bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Tschüss!